ich aussehe wie der Grinch und wenn ich rede wie der Grinch, bin ich dann der Grinch? Ich bin natürlich nicht der Grinch. Ich feiere ganz gerne Weihnachten. Man kommt am Ende des Jahres ein bisschen zur Ruhe, reflektiert ein bisschen, feiert mit den Lieben. Das heißt aber nicht, dass man nicht grundsätzlich diverse Punkte dieser Tradition mal überdenken sollte und vielleicht die Tradition der Zeit angemessen anpasst. So, Weihnachten steht vor der Tür und wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, Weihnachtsbaum. Meine Frau hat schon, ich glaube im letzten Jahr hat sie das erste Mal gesagt, dass sie eigentlich keinen Weihnachtsbaum mehr haben möchte, aus verschiedenen Gründen, Klima etc. Und ich habe das immer so abgetan. Ich habe immer gesagt, nein, ich will den Weihnachtsbaum, das gehört für mich dazu. Totaler Bullshit, ich weiß gar nicht warum. Ich weiß selber, dass das eine dumme Aussage war. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und habe ich mir erkundigt, warum sind Weihnachtsbäume wirklich nicht so richtig geil? Ich habe euch das mal ein bisschen zusammengetragen. Es werden im Jahr 20 bis 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland gefällt. 20 bis 25 Millionen. Die meisten kommen von großen Plantagen, also Monokulturen, was einfach beschissen für den Boden ist und auch einfach nicht so toll für die Wildtiere ist. Bei den meisten Fällen werden in diesen Monokulturen natürlich Pestizide, Herbizide verwendet, damit natürlich der Baum schön grün ist. Keiner will schließlich dann kahle Stellen am Tannenbaum haben. Weiß ich ja selber. Wir sind immer durchgelaufen durch diesen abgesteckten Monokulturenpark und haben uns die schönste Tanne rausgesucht. Und am Ende des Tages, wer will denn dieses Gift dann in seinem Wohnzimmer haben? Bescheuert, dass man darüber nie nachdenkt. Aber was können wir machen? Lösung Nummer 1, ein Plastikbaum. Klingt doof, ist es auch. So, weil mit dem Plastikbaum hat man vielleicht erstmal das Problem gelöst, okay, keine Monokultur, keine Pestizide, aber das zweite ist, man weiß gar nicht, woraus dieses Plastik ist, denn in den seltensten Fällen wird dabei recyceltes Plastik verwendet. Also quasi, dass man sagt, okay, das waren gestern Bügelperlen, heute ist es ein Tannenbaum. Nein, das wird nicht. Es wird neues Plastik hergestellt. Und wo landet es am Ende nach 3-4 Jahren, wenn das Plastik dann all aussieht? Richtig, im Ozean. Um die Schildkröte rum. Lösung Nummer 1 also gestrichen. Lösung Nummer 2 wäre einen Tannenbaum im Topf kaufen. Das war eigentlich die präferierte Lösung von meiner Frau gewesen. Auch nicht so geil, denn in den seltensten Fällen kann man den Baum danach auch wieder einpflanzen. Und die Frage ist auch, wie viele Tannenbäume willst du dann im Garten stehen haben? Willst du dir selber dann eine Plantage machen? Ist ja auch Quatsch. Und den Baum rauszusetzen, den dann nach 11 Monaten wieder auszugraben, wieder rein, das funktioniert ja auch nur bedingt, weil der Baum wächst ja auch und passt dann irgendwann nicht mehr ins Wohnzimmer. Und ja, das macht er auch nicht mit, ständig diese Temperaturschwankung, da hat er auch keinen Bock drauf. Lösung Nummer 2 ist also demnach nicht so geeignet, weil es da einfach auch die Hälfte nicht schafft. Gestrichen Nummer 2. Die dritte Lösung, das ist der neueste Trend, ein Tannenbaum im Topf mieten. Denkt man sich, ja, warum eigentlich nicht? Ja, also so Carsharing macht man ja, warum dann nicht auch Tree-Sharing? In dem Fall aber auch ziemlich blöd, weil in dem Fall auch wieder große Plantage, Monokultur, Pestizide und so weiter und so fort. Dann wird dieser Baum ausgegraben, wird auf einen LKW gestellt. Dieser LKW fährt in die Stadt, dann wird er verkauft, du holst den ab, machst du vielleicht sogar umweltfreundlich zu Fuß, setzt den ins Wohnzimmer, hast die ganzen Pestizide, Dämpfe in deinem Wohnzimmer für einen Monat, bringst den Baum dann, nachdem dieser Baum einen Monat lang bei 20 Grad, 22 Grad im Wohnzimmer stand, bringst den zurück, der wird wieder zurücktransportiert mit dem Auto und wird dann wieder eingepflanzt und natürlich packen das dann auch nur die Hälfte. Also quasi einmal durch Deutschland gekarrt für nix am Ende. Aber das Gewissen hat gesagt, wir haben gemietet, wir haben alles getan. Diese ganze negative Haltung kann ich echt nicht leiden. Und dann habe ich mich gefragt, was kann man denn da tun? Die beste Lösung ist, selber basteln. Wir bauen einen Weihnachtsbaum aus Ästen. Die habe ich jetzt aus dem Wald für Umme vor 2-3 Jahren geholt. Die waren in den letzten 2 Jahren war das die Rankhilfe für unseren Kürbis. Und ich denke,
Nächstes Jahr brauchen wir da Neues. Wenn ihr das auch macht, bedenkt bitte, in Deutschland darf man nicht einfach Äste mitnehmen oder Holz mitnehmen. Also setzt euch in Verbindung mit dem Waldpächter oder Besitzer und fragt mal nach, ob ihr euch ein paar Stämme mitnehmen dürft. Ich habe es euch hiermit gesagt, in Deutschland ist es nicht erlaubt. Anderorts weiß ich nicht, wie es da aussieht. Erkundigt euch da selber. Hier ist jetzt die Rinde überall noch dran. Die will ich überall abmachen, weil es könnte ja sein, dass der ein oder andere noch darunter wohnt. Das machen wir aber im Schnelldurchlauf. Was mir auch wichtig war in dem Fall ist, dass das halt nicht zu teuer ist. Das Holz hat mich jetzt nichts gekostet. Wenn ihr einen anderen Deal mit eurem Waldbesitzer macht, einen Kasten Bier oder was weiß ich, dann ist es immer noch günstig. Haben wir auch im Baumarkt eine Gewindestange, 2 Meter, M16 plus 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben. Waren 10 Euro insgesamt und am Ende wird mich dieser Weihnachtsbaum vielleicht nur 10 Euro kosten. Wir fangen jetzt erstmal an und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt. Los geht's! Gut, überwiegend ist das jetzt hier alles von der Rinde befreit. Mir tut das Handgelenk weh. Ich breche jetzt hier ab. Ich räume die jetzt zur Seite, bringe das ganze Gekürmels den Hühnern, dann können die da sich die letzten Larven und Käfer rauspicken. So, wie gehen wir das Ganze denn am besten an? Ich würde sagen, wir fangen unten an und arbeiten uns beim Baum hoch. Ich möchte als Fuß, mache ich mir aus Sperrholz, mache ich mir so eine runde Platte. Und diese runde Platte baue ich mit dieser Vorrichtung, die ich mir mal vor ein paar Jahren gebaut habe. Ich stelle mir das jetzt hier einfach ein. So, ich habe mir jetzt hier den Mittelpunkt der Platte angezeichnet. Da bohre ich jetzt einfach mit einem 5er Bohrer rein. Kann ich die Schablone, weil ich habe hier so ein Pinöpel rausgucken. Und das passt, das ist eine M5er Schraube, die passt genau da rein. So, und jetzt kann ich gleich Fräser hier einmal rumgehen. Dann wollen wir mal schauen, wie tief wir kommen. Und zur Not muss ich dann halt improvisieren. Gut, die Platte ist jetzt hier fertig. Das wird das unterste Element von dem Weihnachtsbaum. Am Ende muss ich diese Mutter hier, möchte ich hier drin versenken von unten. Und dann muss ich hier jetzt auch noch mit einem, ich glaube, ich habe eine 16er Gewindestange. Das heißt, ich muss mit einem 16er Bohrer hier einmal senkrecht rein. Ja, ich würde sagen, das machen wir als nächstes. So, bevor ich jetzt weitermache, werde ich mit dem Forstner Bohrer hier ein Loch reinsetzen, weil ich möchte ja hier die Schraube dann von unten befestigen für die Stange. Das passiert mir in letzter Zeit viel zu häufig. Das Gestell ist schon mal fertig. Ich habe hier die Platte, dann so ein Holzscheit und die Stange durchgefädelt. Das Ganze ist von unten dann verschraubt. Jetzt muss ich nach und nach die Äste drüber fädeln. Das mache ich jetzt als nächstes. Gut, ich habe die alle jetzt so zugeschnitten. Das sieht jetzt schon halbwegs aus wie ein Tannenbaum. Was ich jetzt machen muss ist, wir machen jetzt 18er Löcher überall in die Mitte.
So, alle Hölzer sind gelocht und nummeriert, damit ich die richtige Reihenfolge hinkriege. Der Stand ist fertig. Jetzt haben wir Ende November und es ist noch nicht wirklich Weihnachtsbaumzeit. Aber das soll nicht das Problem sein. Wir haben eine Einliegerwohnung, da baue ich den jetzt erstmal auf, damit man sieht, wie er fertig aussieht. Was bringt euch das denn sonst, wenn ich euch einfach nur sage, was ihr machen sollt und am Ende wisst ihr gar nicht, wie es aussieht. Wir gehen jetzt rein, da sind auch bessere Temperaturen, hier sind nur 3 Grad drin. Und hier ist das schöne Ergebnis des Weihnachtsbaums. Ja, ein sehr nachhaltiger, hoffe ich zumindest, Weihnachtsbaum. Ja, nachhaltig wird er auf jeden Fall sein, weil wenn er nächstes Jahr nicht mehr genutzt wird und ich werde einen neuen bauen, landet er im Ofen. Dann haben wir es halt warm in der Hütte. Er hat mich tatsächlich jetzt nur 10 Euro gekostet. Das ist wirklich nur die Gewindestange und die 2 Muttern. Beziehungsweise ich brauchte am Ende nur eine Mutter, weil das hält hier so auch ganz gut. Ich habe den Stern hier noch gebaut und den stecke ich oben drauf. Fertig ist der Baum. Wir für unseren Teil sind sehr zufrieden damit. Natürlich muss ich das erstmal durchsetzen. Wir müssen jetzt dieses Weihnachten mal gucken, ob damit auch Stimmung aufkommt. Aber letztendlich, dieser Baum ist genauso tot wie jeder grüne Baum, den ihr gefällt habt. Von daher, rein emotional gesehen, ist da kein großer Unterschied. Ich werde es berichten. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer Sascha.